Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und heute wieder frisch gepresste Themen für euch. Themen, die ich für euch habe, sind natürlich Neuigkeiten zu dem Drohnenanschlag in Leipzig. Dann haben wir 777X News mit Lufthansa. Wir haben auch nochmal ein Thema, wo man Meilenpunkte Status kaufen kann. In dem Fall sind es nur Punkte von Hilton Honors. Und wir haben eine Aktion aus den USA. Da gibt es wieder eine Promotion von Membership Rewards Punkten zu Avios. 30% mehr. Schauen wir uns alles an. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch auf School zu kommen und zu kommentieren. Heute haben wir natürlich etwas Verspätung, weil ich gerade hier in Berlin gelandet bin. Es ist kurz vor 7. Normalerweise sollte es jetzt online gehen, deshalb werde ich jetzt schnellstens mit den Themen anfangen. Der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hatte es ja gesagt, dass man dort ein hybrides Anschlagsszenario hatte. Was meiner Meinung nach auch spannend ist, ist, dass es nicht nur 800 Gramm Semtex waren, sondern es waren in der Maschine von Antonov Airlines oder Antonov Aviation, wie sie heißen, waren Rüstungsgüter, Waffen bzw. Munition, um genau zu sein. Und wenn das da reingegangen wäre, das hätte geknallt. Und das andere, was halt aus meiner Sicht relativ krass ist, ist, dass ein Busfahrer, der das gesehen hat, die Drohne quasi mit der Hand da runtergeholt hat. Also man kann sich das nicht ausdenken, was da hätte passieren können. Also da kann man nur von viel Glück reden. Auf jeden Fall ist es so, dass man jetzt noch die zweite Drohne sucht. Das ist übrigens auch eine normale Procedure, dass wenn man einen Anschlag macht, anscheinend heutzutage, dass man eine Drohne hat, die oben ist und eine, die den Anschlag macht, damit man auch Filmmaterial hat vom Anschlag und natürlich dann auch nochmal gucken kann, wie das Schadensbild ist und ob man die Mission in Anführungsstrichen erfolgreich durchgeführt hat. Ja, das nur so als Update. Also insofern... ja, auf der einen Seite können wir beruhigt sein, dass es glimpflich ausgegangen ist und dass nur das Flugzeug von Antonov das Ziel war, was halt militärische Güter transportiert für den Krieg. Auf der anderen Seite ist es aber nicht beruhigend, weil man merkt auch wieder hier, dass wir gegen Drohnen keinen absoluten Schutz haben. Jetzt gehen wir zu einem Thema, das auch Spannung verspricht, nicht so viel, aber das ist Lufthansa, die 777X. Wir haben ja bei Lufthansa gedacht, werden die alten Flugzeuge nehmen. Emirates hatte gesagt, wollen wir nicht. United hat gesagt, wir wollen. Dann hat United offiziell gesagt, nee, das war ein falscher Fehler, das waren wir nicht. Also die haben es dementieren lassen auf jeden Fall. Und jetzt sagt auch Lufthansa, sie wollen die alten Buden nicht haben. Das heißt also, einige Flugzeuge könnten nach einer umfassenden Modernisierung und finanziellen Zugeständnissen eventuell aber dann doch akzeptiert werden. Carsten S. aus M. hat da die Hintertür offen gelassen. Also, im ersten Quartal 2027 sollen Flugzeuge an Lufthansa geliefert werden. Die Instandstellung ist für den Sommer 2027 also auch vorgesehen. Lufthansa bleibt designierter Erstbetreiber. 20 Festbestellungen hat man ja von den 777-9. Einige Airbus 340-300 bleiben aber trotzdem länger verfügbar, vorsorglich. Die ersten Lufthansa-Flugzeuge rollen aus dem aktuellen Serienstandard. Also die jetzt kommen, die sind aktueller Serienstandard. Aber es gibt halt einige Flugzeuge, die sind früher gebaut worden und früher ist irgendwie 2019, 21 dazwischen. So, und wenn wir jetzt 19 rechnen, dann haben wir 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 Jahre. Einige reden sogar von 8 Jahre alten Flugzeugen natürlich dann nächstes Jahr. Und da ist es natürlich so, dass die Flugzeuge keinen Serienstandard haben, der heute üblich ist. Und ich hatte irgendwo auch gelesen, irgendjemand hat festgestellt, ich weiß nicht, ob das stimmt, ihr könnt das unten kommentieren, dass die Lufthansa, die neuen Varianten, haben 3 Türen und die andere hatte 4 oder die 5 oder 4. Also auf jeden Fall haben die alten eine Tür mehr als die jetzigen. Ich habe es nicht kontrolliert. Mit Vorsicht genießen. Also ihr könnt das ja sagen. Aber trotzdem, die Strukturteile sind teilweise anders, Verkabelung anders, System, Hardware, Software, Triebwerksstandard ist anders, Kabineinbau, Gewichtsoptimierung, zulassungsrelevante Komponenten, Produktions- und natürlich Qualitätsnachweisen ist das alles anders. Ist bei Airbus übrigens auch nicht anders, dass die ersten Maschinen anders waren beim 380er, muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen. Aber das Alter ist halt nicht das Hauptproblem.
Wirtschaftlich altern die Maschinen denn trotzdem. Sie binden ja seit Jahren Kapital, einzelne Komponenten besitzen kalendarische Wartungsfristen, also das heißt, das ist egal, ob das benutzt wurde oder nicht, das muss halt gewartet werden. Dichtung, Flüssigkeit, Batterien müssen kontrolliert werden, weil sowas altert ja auch. Und dann natürlich ist das so, dass die Standzeiten zu Kosten führen, weil man Modernisierung durchführen muss. Und deshalb ist es halt weniger für Lufthansa, geht es um dieses Baujahr oder sowas, sondern ein frühes Flugzeug über seine gesamte Einsatzdauer vielleicht nicht ganz so wirtschaftlich und genauso zuverlässig ist wie die anderen Flugzeuge und damit ist es teurer. Und Carsten S. aus M. hat 3 Gruppen identifiziert. Aktuelle Serienflugzeuge, logisch, das ist die Lufthansa, die regulär übernehmen werden, ist ja klar. Dann frühe Maschinen, die nach Modernisierung mit Preisnachlass akzeptiert werden, das wäre Variante 2. Und Variante 3, frühe Maschinen, die Lufthansa vollständig zurückweist. Das sind die 3 Kategorien. Und wie gesagt, ihr könnt ja mal durchzählen, ob 4 oder 5 Türen pro Seite, ob es da einen Unterschied gibt, ob die da was geändert haben. Ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen. Aber als Fazit kann man wirklich sagen, Lufthansa lehnt natürlich die 777-9er nicht grundsätzlich ab, aber versucht sie in eine Verhandlungsposition zu bringen, wo es noch mehr Geld gibt. Man hat ja bei den 40 777 MAX 9er, nee, 8er, was war das jetzt? 777 MAX 9er, ne? Korrigiert mich, ich weiß, es wäre ein 9er. Ich komme schon durcheinander. Hat man Rabatte bekommen, hat auf die anderen 60 wahrscheinlich auch Rabatt bekommen, auf die Optionen und jetzt versucht man weiter Rabatt zu bekommen, was ist ja auch nicht schlecht, wenn man Kaufmann ist und da guckt. Aber wenn man die Flugzeuge jetzt die alten holt, sind das natürlich jahrzehntelange Kostenprobleme, die man haben kann und die man sich damit ans Bein bindet. Beim ausreichend hohen Preisnachlass können natürlich einzelne Maschinen sinnvoll sein aus der frühen Produktion, aber grundsätzlich ist es halt immer so ein bisschen Risikospiel. Beim ausreichend hohen Preisnachlass kann man auch mit mehr Gewicht fliegen und solche Sachen, das relativiert sich. Aber die Frage ist, würde ich als Lufthansa ein modernisiertes Frühflugzeug mit großem Rabatt übernehmen oder ausschließlich fabrikneuer, also nach letztem Standard 777-9er haben wollen? Beim Thema mein Punktestatus ist in den USA leider das Wasser klarer, die Wiese grüner, egal wie, es sind halt leider besser. Und jetzt haben wir bei American Express eine Aktion bis zum 27. September und zwar ein 30% Transferbonus. Warum das geil ist, ist folgendes. Wenn ihr US-amerikanische Karten habt, dann könnt ihr die Punkte, 1000 Membership Rewards Punkte pro Transfer mindestens, könnt ihr die Avios transferieren mit einem Bonus. Das heißt also zu British Airways, Iberia, Air Lingus, Qatar, aber auch Finnair. Das heißt also, ihr bringt sie zu British Airways zum Beispiel und von British Airways dann zu Finnair und so weiter. Ein Transfer zu British Airways bedeutet deshalb nicht zwingend, dass die Avios dort eingelöst werden müssen, weil ihr sie weitergeben könnt, weil British Airways hat auch hohe Zuzahlungen im Vergleich zu Finnair. Auf jeden Fall nach der Gutschrift können beispielsweise Qatar Airways auf Finnair verschoben werden, sofern die Konten verknüpft werden können und die persönlichen Daten stimmen. Dann sagen, was Sinn macht, sind kurze Direktflüge, Iberia Langstrecken mit moderaten Zuschlägen, Qatar Airways Prämien, Finnair Flüge, einzelne Partner Prämien. Und jetzt geben wir mal ein Beispiel. Ihr nehmt eine Einlösung, kostet 65.000 Avios. Ohne Bonus sind 65.000 Avios-Punkte, 65.000 Membership Rewards-Punkte. Mit 30% Bonus sind es nur 50.000. Das heißt also, ihr habt 100% Transferratus 1:1 und jetzt ist es 1:3. Oder um es plakativ zu sagen, wenn ihr 1 Million Punkte verschubbert, dann sind es 1,3 Millionen Punkte, die ihr bekommt. Ich selber habe 3 Millionen Membership Rewards Punkte. Ich habe auf die Promotion gewartet. Ich werde das jetzt rüberziehen. Der Bonus ist attraktiv und wenn ihr wirklich Einlösemöglichkeiten habt, wenn ihr Ideen habt, wo ihr die Punkte unterbringen könnt, dann direkt rüber machen. Besonders wertvoll ist die Möglichkeit für Avios später zu Qatar Airways oder Iberia zu verschieben, aber auch zu Finnair. Und für europäische Leute ist das nicht relevant. Deshalb, ich sage euch, holt euch amerikanische Karten. Ihr könnt nämlich die europäischen Punkte auf die amerikanische Karte transferieren und dann davon auch profitieren. Ich sag's nur. Dann haben wir noch eine Frage. Zu welchem Avios-Programm würdet ihr übertragen? British Airways, Iberia, Qatar oder Finnair? Und dann haben wir noch eine Promotion von Hilton. Die verkaufen bis zu 600.000 Punkte bis zum 25. September. 0,5 Cent pro Punkt von 100% Bonuspunkte-Gutschrift. Heißt also, wer mindestens 5.000 Punkte verkauft, bis maximal 300.000 und 100% on top sind 600.000. Kostet 0,5
Cent pro Punkt. Heißt also, zahlt dafür ungefähr $3.000 zuzüglich möglicher lokaler Steuern. Und die Frage ist, ist das ein guter Preis? Der Kauf lohnt sich nur, wenn man natürlich über 0,5 Cent pro Buchung legt. Da müsst ihr also gucken, dass ihr da was Geiles habt. Und denkt dran, die 5. freie Nacht. Also das heißt, wenn ihr 5 Nächte bucht, ist die 5. Nacht kostenlos. Ihr bezahlt nur 4. Deshalb vor dem Kauf kontrollieren, ob ihr ein Hotel findet und ob ihr da mal was habt. Auch europäische Käufer wird in US-Dollar abgerechnet, deshalb ist auch der Wechselkurs für euch interessant. Wenn ihr amerikanische Kreditkarten habt, dann könnt ihr da auch Geld benutzen, was ihr schon in den USA geparkt habt, nur so als Hinweis. Also Fazit, der 100% Bonus ist Hiltons guter Standardpreis, kein einmaliges Ausnahmeangebot. Und das erhöhte Limit ist wirklich dann wertvoll, wenn ihr da auch etwas in petto habt, was ihr macht. Ja, würdet ihr $3.000 für 600.000 Hilton-Punkte ausgeben, wenn ihr damit einen konkreten Luxusaufenthalt günstig buchen könnt? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Als Gesamtfazit würden wir ehrlicherweise sagen, dass natürlich die 777X 9er immer noch Streitpunkte sind bei Fluggesellschaften, ob man jetzt die Baked Beans Dosen von Heinz daraus machen muss, wie Timothy Clark das sagt, oder ob man wie Carsten Spohr da irgendwo nicht ganz so laut in der Weltgeschichte rumrennt, aber trotzdem versucht, da einen guten Deal für sich rauszufinden, ist natürlich klar. Und man muss natürlich bei den 777X die Umbaukosten im Hinterkopf haben und über die langere Zeit das höhere Gewicht und die weniger Effizienz des Flugzeuges, die Zuverlässigkeit. Und deshalb lautet der wichtige Grundsatz bei Flugzeugen, genau wie bei Punkten auch, und das ist der gemeinsame Faktor, ein Rabatt ist nur dann wertvoll, wenn das Produkt anschließend wirklich zum eigenen Bedarf passt. Sensationell, oder? Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen oder auf School zu kommen. Und ganz wichtig, antwortet die Frage des Tages. Und zwar, sollte Lufthansa sämtliche früheren 777-9er zurückweisen? Und wie hoch müsste der Boeing-Rabatt für eine Übernahme sein? Also in dem Sinne, danke und kurz nach 7, ich bin zu spät. Also insofern, ich versuche das jetzt hochzuladen, gucken, dass wir das Ganze vor 8 Uhr über die Bühne kriegen, deutscher Zeit. Also danke euch und wer Zeit hat, morgen Stammtisch Berlin. Also bis dann. Ciao, ciao.